Herzlich willkommen hier am Moselsteig, dem bekanntesten Wanderweg entlang der Mosel. Wusstet ihr, dass es auch viele Seitensprünge gibt? Einen davon direkt hinter mir in Kinheim, auf der anderen Moselseite, der Kluckertspfad. Hier bin ich jetzt am Aussichtspunkt Sukellusblick und genieße die Aussicht runter ins Moseltal und nach Kinheim. Als nächstes nehme ich euch mit zu der Ausgrabung der römischen Villa. Jetzt sind wir an der römischen Villa angekommen. Hier wurden bei Flurbereinigungsarbeiten 1976 2 römische Gebäudereste freigelegt. In diesem Teil wurde auch die Sandsteinstatue des gallorömischen Schutzgottes Sucellus gefunden, der sich jetzt vorstellen wird. Salve und seid gegrüßt von Sucellus, dem gallorömischen Schutzgott der Winzer und der Küfer. Hier bei uns in Kinheim, in dieser schönen Mosellandschaft, wurde vor rund 40 Jahren bei Ausgrabungsarbeiten ein Relief der Gottheit Sucellus aus gelbem Sandstein gefunden, das aus dem 3. Jahrhundert nach Christus stammt. Damit zeigt sich ohne Zweifel, dass an den steilen Hängen hier in unserer Gegend schon in der Römerzeit Wein angebaut wurde. In der rechten Hand halte ich einen sogenannten Schlegel. Dieser Hammer hat mir meinen Namen gegeben, weil Sucellus übersetzt der gut zuschlägt bedeutet. Die Römer transportierten ihren Wein nämlich nicht nur in Amphoren, sondern benutzten auch schon die von den Galliern erfundenen Fässer. Und mit Hilfe des Schlegels wurden damals die Reifen auf die Fasstauben getrieben. Das macht die Bedeutung des Sucellus als Schutzgott der Küfer, also der Fassmacher, klar. Eine Besonderheit an dem hier in Kinheim gefundenen Standbild sind die Weintrauben, die die Figur in dem Gewandbausch vor der Brust hält. Dadurch wird nämlich deutlich, dass Sucellus ebenso auch ein Schutzgott der Winzer, also der Weinmacher ist, welche bei ihm um eine reiche Ernte baten. Die Weinbautradition in unserer Region ist also schon fast 2000 Jahre alt. Wer hierhin zu Besuch kommt, kann an vielen Stellen auf römische Spuren stoßen und vor allem den Wein, der seit dieser Zeit hier angebaut wird, in Weingütern und Straußwirtschaften probieren. Hier starte ich jetzt den 12,5 Kilometer langen Seitensprung, den Kluckertspfad. Zunächst geht es an der Kinheimer Grillhütte am Römerhang vorbei, durch eine schattenspendende Allee und ein neu bepflanztes Waldstück, von wo aus man superschön die Aussicht ins Moseltal und auf Kinheim genießen kann. Die nächsten 4 Kilometer bis zur Klosterruine Wolf nehme ich euch jetzt mit. Hier am Fuchsbau unterhalb der Schutzhütte lädt diese kleine Bank zum Verweilen ein.
Jetzt mache ich ein kurzes Picknick, bevor es gleich auf einem schmalen Pfad weitergeht zum Gluckerter Bach. Gerade habe ich mir hinter mir den Wasserfall angeschaut. Jetzt geht es noch ein kleines bisschen über den schmalen Pfad weiter, bevor wir auf einen größeren Weg stoßen. Diesen biegen wir links ab Richtung Wolfer Klosterruine. Auf dem Weg gibt es noch öfter die schöne Aussicht zu genießen. Eine Stelle wäre da der Rastplatz des Wanderers Ruh. Gerade kamen wir am Kröver Felssturz vorbei und befinden uns jetzt auf der anderen Seite der Moselschleife mit Blick nach Rißbach und Traben-Trabach. Weiter geht's jetzt durch ein kurzes Waldstück, nachdem wir dann nochmal die Aussicht hinunter ins Moseltal und nach Kröv genießen können. Ja, jetzt haben wir es fast geschafft. Von hier aus ist es nur noch ein kleiner Anstieg zur Klosterruine von Wolf. Jetzt sind wir hier oben an der Klosterruine in Wolf angekommen. Aber bevor ihr die Informationen zu den Kogelherren bekommt, möchte ich euch noch was Besonderes zeigen. Kommt mit! Auf der Aussichtsplattform hinter der Klosterruine von Wolf kann man wunderschön hinab ins Moseltal von Kinheim bis Kröv schauen. Seht jetzt, was es mit der Kesselstadtkapelle von Kröv auf sich hat. Herzlich willkommen in Kröv. Mein Name ist Iris Kaufmann. Ich bin Ortsführerin und mit mir könnt ihr Kröv ganz neu erleben. Heute möchte ich euch von einem Geschehen berichten, das sich so wohl nur in Kröv zugetragen hat. Folgt mir einfach zum Ort des Geschehens. Hier, wo ich jetzt stehe, an der Kesselstadtkapelle, stand früher die alte St. Remigiuskirche. Und sie ist Mittelpunkt folgender Geschichte. Kröv war katholisch und wenn es nach den Krövern ging, sollte das auch so bleiben. Das sahen die Landesherren von Kröv, die in Traben-Trabach ansässigen Sponheimer, allerdings ganz anders. Sie waren evangelisch und alle Untertanen sollten evangelisch sein. Also zog man nach Kröv und wollte einen evangelischen Gottesdienst abhalten. Was fanden sie vor? Das Kirchenportal vernagelt, die Glockenseile versteckt. Es war unmöglich, einen Gottesdienst abzuhalten. Unverrichteter Dinge zogen sie wieder ab. Einige Jahre und etliche Verhandlungen später verloren sie endgültig die Geduld. Sie drohten jedem mit schweren Strafen, wenn auch nur ein einziger, gegen den Gehorsamseid
verstoßen würde. Siegesgewiss zogen sie wieder nach Gröf und waren felsenfest davon überzeugt, dass nichts und niemand sie daran hindern würde, einen evangelischen Gottesdienst abzuhalten. Aber was war das? Vor dem Kirchenportal stand eine große Menschenmenge und beim Näherkommen sah man, es waren lauter Frauen, bewaffnet mit Mistgabel, Dreschflegel und allem, was sich im Haushalt als Waffe fand. Sie waren bis aufs Äußerste entschlossen, den katholischen Glauben zu verteidigen. Die Trauntrabacher mussten einsehen, dass Gröf einfach nicht zu bekehren war und gaben ihr Vorhaben auf. Bestrafen konnte man die Frauen nicht, denn zur damaligen Zeit waren sie vogelfrei und an keinen Eid gebunden. Als Lohn für ihren Widerstand verlangten die Frauen, ab jetzt in der Kirche rechts zu sitzen. Diese Seite war normalerweise den Männern vorbehalten, denn die Frauen mussten auf der schlechten linken Seite sitzen. So kam es dazu, dass seit dem 16. Jahrhundert die Kirche in Gröf die einzigste war, wo die Frauen rechts saßen. Alle Pfarrer, die in den darauffolgenden Jahrhunderten versuchten, das zu ändern, scheiterten an den selbstbewussten Gröber Frauen. Kommt einfach mal vorbei. Vielleicht ist es ja heute noch so. Während ich jetzt zurückwandere, erfahrt ihr noch eine kleine Geschichte zu den Kogelherren von Wolf. Ja, wir sind hier auf dem Göckelsberg, hoch über Wolf. Hinter mir die Ruine der Liebfrauenkirche. Mein Name ist Achim Ochs, ich bin Stadtführer, Unterweltführer und Kultur- und Weinbotschafter der Mosel. Diese Kirche hier hinter uns, die Liebfrauenkirche, ist im 13. Jahrhundert errichtet worden und 5 Altaristen versahen hier ihren Dienst. Später abgelöst von den Brüdern zum gemeinsamen Leben. Das war eine Mönchsgemeinschaft und die haben dem Berg später ihren Namen gegeben, die Kogelherren, denn sie hatten seltsame Hüte, die man Kogel genannt hat. Die haben hier oben Landwirtschaft betrieben und natürlich auch Weinbau. Zusammen mit hier dem Kloster der Liebfrauenkirche und der Mönchsgemeinschaft hat Wolf eine interessante Geschichte. Und wir gehen runter und schauen uns das an. Ja, eben waren wir noch oben auf dem Göckelsberg, in der Klosterruine, und haben uns die Landschaft angeschaut, über die Weinberge, über die Mosel geguckt. Und nach einem kurzen Spaziergang sind wir in dem Örtchen Wolf angekommen. Und wo sind wir in Wolf? Natürlich in einem Weinkeller, aber in einem ganz besonderen. Denn wir sind in dem Weinkeller unter der Kirche von Wolf. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Zwischen Dorf und den Klosterbrüdern oben gab es Streit. Sachen passieren. Man stritt sich über die Ofennutzung und über eine Pferdeweide, aber man hat sich geeinigt. So, dass die Klosterbrüder einen Weinkeller gebaut haben und ihren Wein nahe an der Mosel lagern konnten. Und das Dorf hat oben auf den Keller die erste Kapelle hier im Dorf gebaut, die Servatiuskapelle. Die Zeit ging ins Land und 200 Jahre später gab es eine besonders gute Weinernte und das Dorf konnte sich eine neue, größere Kirche leisten, die dann auch hier auf diesem Keller errichtet wurde. 1685 wurde die neue Kirche dann hier drauf gebaut. Mit der kleinen Besonderheit, diese Kirche wurde schon als evangelische Kirche gebaut. Also sind wir hier in einem Keller, einem der vielen Keller, der vielen besonderen Keller. Und wenn man hier ist und am Straßenfest in Wolf im September oder wie auch immer bei vielen schönen Festen die Keller besucht, muss man die Winzer und die älteren Leute mal fragen. Sie haben richtig viele Geschichten zu erzählen. Zu jedem Keller eine eigene. Herzlich willkommen. So, für mich endet jetzt die Wanderung hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid neugierig geworden. Vielleicht sehen wir uns ja dann auf einem der Seitensprünge oder dem Moselsteig noch mal wieder. Tschüss!